Hello, you're tuned into Interview Project Germany. Today we're meeting Bernd. Bernd gave the team some apples. Enjoy the interview. Also ich bin der Bernd Münzer in Hausenverwald, ein Stadtteil aus Hüfingen. Ich bin 71 Jahre alt und ja, fühle mich hier ganz gut zu Hause. Ich bin geboren in Karlsruhe, das ist in Baden-Württemberg, und kam durch den letzten Weltkrieg hier nach Hausenverwald zu meiner Onkel und Tante, wo mich während dem Krieg großzogen. Und meine Mutter wurde in Straßburg interniert von den Franzosen und kam nach Rennes in ein Lager, wo sie 3 Jahre arbeiten musste. Mit 3 weiteren Brüdern von mir. Ja. Ich kann mich noch gut entsinnen, als ich hier ankam, am Morgen früh, musste mein Vater um 16 Uhr hier auf den Zug, weil der Neuisching ist ja die nächste Stadt bei uns, da war er erfasst vom Militär. Und da musste er sich stellen, das heißt, er ist eingezogen worden wieder in den Krieg. Und am Mittag um 4 ging sein Zug und wir mussten Kartoffeln, hat meine Onkel und Tante Kartoffeln rausgemacht, da hinten im Feld. Und ich habe so kurze Hose angehabt, das war am 22. Oktober 1944. Da sind mir Tränen und dann sind die Hose ausgelaufen. So habe ich keinen Weg gehabt. Ja, bin auch groß geworden, aber das war schon schlimm. Wenn wir im Feld draußen waren, ist ja alles Handarbeit gewesen. Und manchmal, wenn der Onkel nicht da war oder irgendwo anders hingegangen ist, dann bist du halt ins Gras gelegen und hast den Himmel aufgeguckt und hast irgendwann einmal am Tag hast du einen Flieger gesehen oder einen Flieger und denkst, Pilot, das wäre der Job. Ja, aber ein Ding der Unmöglichkeit. Nicht? Es geht nicht. Heute könnte man sich doch beißen. Damals hat es auf die Löffel gegeben entweder oder wenn das nicht war, da war der Teufel los. Nicht? Das ist also eine Widerrede gegen eine ältere Person hat es gar nicht gegeben. Das war einfach Zucht und ja. Und ich habe ja die alten Leute auch nicht hängen lassen, verstanden Sie? Das war ja das Problem. Was mache ich? Ich habe die landwirtschaftliche Lehre gemacht und alles und so, weil man sich halt so was gefällt hat. Ja. Aber die Leute hätte ich nie allein gelassen. Nicht? Mein Onkel ist 90 Jahre alt geworden, als er gestorben ist. Und meine Tante ist 88 geworden. Nicht? Und das waren alte Leute und auch meine Frau, der Hut ab von ihr. Die älteren Leute waren nie in einem Heim oder es hat es gar nicht gegeben. So wie heute ab. Nicht? Will ich nicht einmal sagen. Also ich würde heute, manchmal denke ich zurück und wünsche mir die Zeit nochmal zurück. Bloß würde ich dann einiges vielleicht anders machen, aber beruflich vielleicht. Aber damals waren wir jung und ja. Seit nur Kreise Arbeit, das war's. Ja. Und ja, das sind einfach Lebenseinschnitte, das Leben hat einen geformt. Und wenn man ein bisschen Respekt vor dem Alter gehabt hat, dann waren wir schon fast erzogen.